Herzlich willkommen heute zum dritten und letzten Tag bei der Obscene-Messe in Sindelfingen. Und ich habe mir nämlich gerade eine richtig geile Bühnenshow angeschaut. Da blende ich auch einige Teile oder lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Dame hier mir gegenüber sitzen, nämlich die Felina Ruddy. Hallo erstmal. Hallöchen. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Zum einen, was machst du, dass du so eine Bühnenshow machst? Wo machst du das normalerweise? Also vom Grund her, ich habe Figurentheater studiert, also dementsprechend das Kostüm und so, das ist alles von mir selber gebaut, also auch die Maske und so weiter. Und daher komme ich eigentlich, also Figurentheater und Gesang. Und so mein Herzensthema war schon immer Erotik und so weiter auf der Bühne, also das schön auf der Bühne zu machen. Dementsprechend war auch mein Abschlussstück eine Erotik-Show, sozusagen, also erotisches Figurentheater. Genau, und jetzt habe ich geguckt, wie kann man Burlesque und Figurentheater so vielleicht ein bisschen kombinieren. Habe jetzt erstmal mit der Maske angefangen und da kam das bei raus. So. And they smile at me as if to say, you're one of us. What's going on here? The street is full of lunatics. Finde ich total schön. Gibt es noch mehr Stücke von dir? Also machst du noch mehr in die Richtung auf der Bühne? Also es gibt also wie gesagt, dieses Stück von mir, das erotische Figurentheater, nennt sich Show It. Das habe ich bislang in der Richtung. Ansonsten fange ich gerade erst an, so auch in diese erotische Richtung zu gehen, weil das natürlich immer so ein bisschen heikel ist, das an Theater auch zu verkaufen, weil die sehr Angst vor diesem Thema haben. Ich habe das auch schon öfters angeboten und die meinten dann, nee, unser Kulturförderverein springt uns dann vielleicht ab. Es ist nicht ganz so einfach. Ich habe das mal im Lehmann Club in Stuttgart gespielt, also in einer Disco, wirklich einer richtigen Disco, wie man sich das vorstellt. Das war auch sehr spannend. Ist natürlich auch immer ein Aufwand, weil ich das selber organisieren muss, weil die für sowas nicht ausgestattet sind. Also es ist nicht so easy, ne? So, dementsprechend, und ich mache es jetzt halt mehr nebenberuflich. Was hast du denn für Projekte geplant in der Zukunft? Gibt es irgendwelche Projekte, an denen du arbeitest oder arbeiten möchtest, auf das sich die Zuschauer vielleicht freuen können? Also in meinem Kopf sind Millionen Ideen, das muss sortiert werden. Ich habe noch diverse Insektenarten, die ich so gerne fetischmäßig auch in Burlesque-Mischungen machen möchte. Da bin ich gerade am gucken, wie ich das bauen kann. Grundsätzlich bin ich auch immer an Suche, mit wem ich arbeiten könnte, auch Musiker oder Tänzer. Solche Sachen fände ich auch cool, weil ich natürlich auch viel mit Gesang arbeite. Ist halt einfach auch eine Stärke von mir. Genau, also an Ideen mangelt es nicht. Ich würde auch gerne Frau Blum mal bespielen, so irgendwie ein Stück mit Vibratoren oder so. Ich habe schon eine ganze Liste. Also es hört sich alles sehr, sehr spannend an. Also eigentlich fehlen jetzt nur noch die Leute, die da vielleicht auch mal mithelfen, wenn du Stücke mit mehreren Personen machen möchtest. Genau, im Prinzip fehlt es noch an Künstlern, die nicht vor dem Thema Sexualität, BDSM, Fetisch und so weiter zurückschrecken, was ich leider sehr oft in der Kunstszene erlebe. Die meisten sind da sehr zurückhaltend. Deswegen bin ich da so ein Einzelgänger und wenn da jemand Lust hat, sich mir anzuschließen, wäre ich mega, mega happy. Also, ja. Also für alle, die in der Nähe von Stuttgart leben und gerne mit Felina Ruddy zusammenarbeiten würden, dann bitte einfach mal kontaktieren. Und wie können Sie sich denn kontaktieren? Also im Moment, die Website ist noch im Aufbau. Und im Moment ist es am einfachsten tatsächlich über Joy Club. Da stehe ich als Felina Ruddy drin. Also ich blende auf jeden Fall nochmal den Link zum Joy Club unten ein. Dann könnt ihr auf jeden Fall Felina Ruddy finden und sie kontaktieren, falls ihr Bock habt, vielleicht im nächsten Jahr bei der Obscene-Messe mit Felina Ruddy auf der Bühne zu stehen. Und ich wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen letzten Tag hier auf der Messe. Wir genießen das jetzt nochmal richtig. Und wir sehen uns hier nochmal. Danke für deine Zeit und noch einen schönen Tag. Vielen Dank ebenso und auch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. So.